Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wall Street. Mein Name ist Manuel Koch und bei mir ist Doreen Mogavero of Mogavero, Lee Co. Welcome. Thank you. Very nice of you to invite me. Doreen, the main topic again. Das Hauptthema ist noch immer die Fiskal-Klippe. Man kann das Wort schon nicht mehr hören. Glauben Sie an eine Lösung vor Weihnachten? Die US-Politik ist ein Ping-Pong-Spiel. Letzte Woche war es erst sehr optimistisch, dann pessimistisch, dann wieder optimistisch und jetzt wieder pessimistisch. Ich denke, die Vorschläge, die unser Präsident gemacht hat, sind inakzeptabel. Our president has proposed a package that I believe, unless something changes between now and in the next few days, is going to be pretty unacceptable. Dieses Spiel zwischen Demokraten und Republikanern geht nun schon eine Weile so. Geht es dabei nur um Macht? Werden wir am Ende wirklich eine Lösung sehen? Es geht nicht nur um Macht. Beide Parteien haben verschiedene Ideologien. Da ist es schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Sie arbeiten aber für die Menschen in den USA. Es ist also ihr Job, eine Lösung zu finden. Unfortunately, they work for the people of the United States, and it's their job to find a middle ground, and they're going to have to do that in some way, shape or form. Wir haben in der letzten Woche auch einige Wirtschaftsdaten erhalten. Die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit sind immer noch sehr hoch. Das hat auch mit Hurricane Sandy zu tun. Ja, das spürt man vor allem auch im Einzelhandel. Die Händler haben zwar gesagt, dass sie gute Umsätze an Thanksgiving gemacht haben, aber ich glaube, da wird man trotzdem einen Einfluss sehen. Wie lange wird uns das Thema noch beschäftigen? Sandy hat die Ostküste stark getroffen. Der Schaden liegt in Milliardenhöhe. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir uns davon erholt haben. Für die betroffenen Familien wird Shopping nicht die Priorität sein in diesem Jahr. Das wird der Branche ein bisschen an Biss nehmen. Around the holiday season that have been displaced is not going to be shopping really. It's going to be getting their families together in a safe, comfortable place. So I think that's going to take a bite out of the spending this season, I think. Wie sollten sich Investoren im Moment verhalten? Jeden Tag kommen neue Nachrichten aus Washington. Es geht hoch und runter an den Märkten. Should investors be careful? Should they invest now, or is it too late because the markets are going up already? Ich bin ein Händler, kein Investmentberater. Es ist eine schwierige Zeit für Investoren. Das Handelsvolumen ist sehr gering, auch global gesehen. Die Unsicherheit macht das Handeln sehr schwer. Momentan wird sehr kurzzeitig gehandelt. I think consequently you've seen volumes very low, not just here, I think across the globe. The uncertainty politically across the globe has really done, it's become very difficult for people to trade this kind of a market. It's a very bad environment for investing because of the uncertainty. So I think that you'll see mostly trading and being active in the marketplace today. You're going to find more professional types and more traders. And the money managers that are actively managing money for their clients are using more short-term instruments than they are actually buy and hold strategies. They're using a lot more ETFs, a lot more options, derivative products that they view as being more liquid, more easy to get in and out of quickly if they need to be. Flexibility is really very important to managers these days and also to investors. So there's a changing mindset as to how you use the stock market, I think, across the globe, not just in the United States. In dieser Woche werden wir die Arbeitsmarktdaten erhalten. Was wird den Märkten Auftrieb verschaffen? So do you think this will drive the market and maybe we will see an impact of Hurricane Sandy too? Es wird die Märkte nur beeinflussen, wenn es eine Überraschung gibt. Um diese Rallye fortzusetzen, muss sich der Jobmarkt schon wesentlich verbessern. Wenn die Zahlen schlechter ausfallen, werden die Märkte schneller wieder runtergehen. Robustly, you're going to have to see the job market in the United States pick up considerably, not just in little tiny blips. And of course, if there were to be some sort of a news that was negative, obviously we'd be down. I think it would move the market down rather rapidly. Wo sehen Sie die Märkte am Ende der Woche? What do you expect? Is the market higher or lower? Wenn ich das wüsste, wäre ich vermutlich schon im Ruhestand. Wir gehen auf das Jahresende zu. Wir werden eine große Volatilität erleben. Der große Kauf fand ja schon nach den Wahlen statt. Jetzt wird alles von den Schlagzeilen abhängen. I think the big move that investors made was after the election here in the US. We saw the market down considerably. I think that was initially some tax selling, but also a lot of investors getting out ahead of the potential tax, the raising in taxes if the Obama package goes through in some way. So I think that was really what needed to be done. That was done. It's already out of the market. So from this point forward, it's going to be headline risk volatility back and forth.
Doreen Mogavero, thank you so much for the interview. Appreciate your time. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier vom Parkett der New York Stock Exchange.